Man hat uns in die Wüste geschickt. Na, zum Glück wurde dort in die Wüste aber auch eine Stadt gebaut. Eine Stadt der Superlative. Die höchsten Wolkenkratzer, die edelsten Shopping-Malls, die aufregendsten Freizeitaktivitäten. Wir sind eingetaucht in eine Mischung aus Tradition, kultureller Vielfalt und Moderne. Wir wollen euch hier aber auch nichts vom Kamel erzählen. Es ist eine Stadt voller Widersprüche. Auf der einen Seite unvorstellbare Mengen an Luxus und Prunk, aber auch extreme Armut und Ungleichheit. Es ist ein Ort, an dem das Geld regiert. Wir versuchen uns nicht zu sehr von dieser glitzernden Fassade blenden zu lassen, sondern betrachten auch die Schattenseiten. Habt ihr Lust mitzukommen? Auf geht's in die faszinierende Luxus- und Hightech-Metropole am Arabischen Golf. So, wir sind hier fertig und fahren jetzt ins nächste Hotel. Das ist auch nur eine Bahnstation von hier entfernt. Und da bin ich mal sehr gespannt, denn das wird unser günstigstes Hotel. Da haben wir allerdings auch jeder ein Bett. Also schauen wir mal, wie das nächste Hotel aussieht. Los geht das. Erstmal müssen wir zur Bahn. Lotti, was hast du denn schon wieder gefunden? Wieder Karten, die sind wunderschöne Frauen. Wunderschöne Frau mit Karten, ja. Nein, wunderschöne Karten mit Frauen. Ach so rum, ja, das stimmt. So, ich muss ein bisschen aufpassen, Leute. Die Stimmung könnte hier gleich kippen. Und zwar drastisch und dramatisch. Denn das nächste Hotel ist leider gar nicht so nah an der U-Bahn. Entsprechend müssen wir jetzt so ein bisschen hier ins Landesinnere laufen. Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend. Denn hier sieht man mal diese ganzen kleinen Läden, Geschäfte, Restaurants, Hotels. Alles, was hier so auch mal abseits der Touristenmeilen ist. Also von daher, ich finde es spannend. Susi ist ein bisschen genervt. Die muss nämlich ihren schweren Koffer schleppen oder ziehen. Aber Lotti und ich finden das ganz geil hier, oder? Also ich finde das langweilig und ich finde es auch nicht so schön, weil ich die ganze Zeit denke. Und Papa trägt mich zurück nach Hause in die U-Bahn. So, also Lotti findet es doch auch nicht so geil. Dann bin ich wohl der Einzige, der das hier ganz geil findet. Wir sind nicht weit weg von der Mall of the Emirates. Die ist fußläufig hier hinter uns. Allerdings ist halt in der Tat, hier, folgt mir bitte, hier lang. Allerdings ist in der Tat hier ein bisschen weg von der Straße, Lotti. Hier hinter mir bitte. Ja, allerdings in der Tat, die U-Bahn ist ein Stück weg. Aber hier ist es jetzt. Guck mal. Das ist jetzt unser Hotel. Man muss vielleicht dazu sagen, es ist jetzt auch ganz schön Hitze. Aber ja, von außen sieht das doch ganz nett aus. Susi ist schon da vorne. Lotti und ich müssen nur noch über die Straße und zur Heile. Das wäre nicht so verkehrt, aber das schaffen wir auch gleich, ne? Oh, da kommt weiter, warte. Ho, 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 der ist schnell, du. Und jetzt kommt da noch einer rumgeschossen. Und nach dem, ne? Jetzt können wir rüber, du. Aber schnell, aber schnell, aber schnell, aber schnell. Super, hier ist jetzt das Hotel. Al-Khoury. Schmeiß die weg. Schmeiß die weg, hab ich gesagt, sofort. Ja, so. Los jetzt, hoch hier. Ich sag ja, Stimmung. Gucken wir mal hinein, ne? Oh, hier ist schon klimatisiert, Leute. Ganz andere Temperatur. Kleines Empfangspersonal. Hallo, thank you. Ach so, nur 2 Zimmer. Das ist
aber mal bunt. Hier wurde nicht mit Farbe gespart. Nee. Oh, es hat Das geklingelt. sieht aus wie ein Kinderzimmer. Einmal Tür bitte. Oh, heavy. Just, oh, you can leave it. That's all we get the That's all we baggage have here. for? Sure. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. If you require something, then dial 0 for reception. Okay. Okay, Perfect. thank Thank you. you. Ja, das ist doch. Ich gehe erst mal Sieht ein bisschen wie so ein Kinderhotel aus, ne? Ja. Oder? Mit 3 Betten. Jeder hat sein Bett. Oh, ein Zimmer mit 3 Betten. Endlich. Ja, das waren. 4 Betten. Naja, ein Notbett, aber jetzt 3 richtige Betten. Wie schwer ist das? Es war relativ schwierig zu bekommen, genau. Oh, Booking. Aber es sieht sehr lustig aus. Wunderbares Bett. Nein, also wer auf Farbe steht, der findet das, glaube ich, hier cool. Und vor allem, was man noch dazu sagen muss, es ist natürlich auch das günstigste, was wir bisher jetzt Wie hier auf viel unserer zahlen Reise haben. Wir zahlen jetzt hier für 2 Übernachtungen. Warte, jetzt muss ich mal echt, Ich glaube bevor 119 war das. ich jetzt Blödsinn erzähle, aber es war halt echt, Das war günstig, ne? es war echt günstig, genau. Einmal nochmal hier auf meinen schlauen Zettel geguckt. Weil wir haben hier natürlich alle Hotels einmal aufgeschrieben, wo wir hin müssen. Es ist gar nicht das günstigste, stimmt gar nicht. Das nächste wird das günstigste. Das nächste, was wir haben, wird im Themenpark Riverland sein. Und da wird es das günstigste sein mit 115 € für 2 Nächte. Dieses kostet hier 167 € für 2 Nächte. 167. Genau. Okay. Also es ist Ja. nicht das günstigste. Ich dachte kurz, dass es das günstigste wäre, aber Auch. Guck mal, aber naja, mit genau. Ausblick auf Okay, die ein bisschen Mall. mehr als 80 € halt einfach. Ja, genau. Wie ist der Ausblick? Auf die Mall. Ah, guck mal. Es ist auch nichts in den Weg gebaut. Das kommt vielleicht noch. Genau. Und da ist die Skihalle. Mhm. Crazy. Oh, guck mal. Hier sind auch jegliche Anschlüsse. Keine Ahnung, was man damit alles machen kann, aber Echt gut. da ist ja alles am Oh, Start. guck mal, weißt du, was ich auch toll finde? Guck dir das mal an hier. Die Sogar eine Speicherkarte kann man hier reinstecken. stellen uns immer Wasser hin. In den Hotels. Das ist super. Ja, kleines Sofa gibt es hier auch, ne? Theoretisch sogar für 2 Leute, wenn man sich lieb hat. Aber warum? Man kann natürlich im Bett Fernsehen gucken. Finde ich eh netter. Würde ich eh so machen. Zugegeben, dieses Hotel ist nicht unmittelbar in der Nähe von der Bahn. Das sind so, weiß ich nicht, 600, 700 Meter zu Fuß. Jetzt bei über 30 Grad draußen ist es halt, oh, da oben ist eine Dachterrasse mit Pool. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Pool aussieht. Lotti will jetzt noch nicht so in den Pool. Die will erstmal noch ein bisschen chillen und durfte heute mal zur Feier des Tages einen Film gucken auf dem Pad. Aber zum Pool gehen wir natürlich auch noch gleich. Und dann werden wir mal schauen. Aber ja, das Zimmer ist soweit, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und das ist das erste, wo wir wirklich jeder ein Bett haben. Wenn ich irgendwas vorschlagen könnte bei Booking, dann wäre das definitiv dieser Filter, dass man halt einfach sagen kann, man möchte 3 Betten haben. Das war in der Vergangenheit und bei der Recherche dieser Hotels nicht ganz so einfach, denn es gibt diesen Filter nicht. Man muss dann immer so ein bisschen im Kleingedruckten gucken. Beim letzten Hotel sind wir ja so ein bisschen damit auf die Nase gefallen, weil da stand eigentlich natürlich Schlafsofa und die Möglichkeit für 3 Personen, also nicht nur 2 plus Kind, sondern 3 Personen, dieses Hotelzimmer zu nutzen. Das war ja nun nicht der Fall, weil das Schlafsofa einfach überhaupt nicht als Schlafsofa zu gebrauchen war. Ja, aber hier haben wir jetzt eins gefunden mit 3 Betten. Und somit ja auch ganz cool. Ja, gut. Dann gucken wir uns mal im Pool an. Es gibt eine Deep Tissue Massage. Eine was? Eine Deep Petition?
Deep Tissue. Ach so. Das ist ein bisschen kräftiger. Ach so. Es gibt eine schwedische Massage, aber ohne die Schwedin, ne? Oh. Ja, genau. Und es gibt noch eine Kappelmassage. Eine was? Eine Kappelmassage? Eine Kabelmassage. Eine Kabelmassage? Oder eine Kabelmassage? Genau, da boxen wir uns dann, da kappeln wir uns. Ja. Nein, Mann, kappeln. Ach, eine Kappel. Oh Gott, ey. Mann. Ach, das ist eine Kirchenmassage. Ja. Müssen wir noch rauskriegen, wie lange die hier aufhaben und ob Lotti dann noch einen Film alleine gucken will. Ich glaube schon. Ich glaube, da sagt sie nicht nein. Nee, das glaube ich auch. Und es ist halt praktisch, wenn man das im Hotel hat. Kind im Hotelzimmer, Mami, Papi hier im Spa. Die Preise sind auch okay. Ja, außerdem, ich habe auch durch das ganze Rumlaufen so einen leichten kleinen, also meine Beinchen tun schon ein bisschen weh. Was? Ich höre gar nicht richtig. Warte, Es hört sich an, ich übersetze es für dich nochmal. Mi, 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 mi. Ganz genau. Ah, in deiner Sprache muss ich es übersetzen, damit du es überhaupt verstehst. Okay, warte. Mi, 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 mi. Guck mal, hier kann man schon mal ein bisschen. Ja, genau. Ich habe auch keine Schwedin gesehen, die da lag. Ja, nee, das Krasse ist jetzt, wir sind wieder im Supermarkt. Und das Krasse ist, das sind ja hier alles keine Ketten, ne? Und dadurch, dass es keine Ketten sind, versuchen die sich immer gegenseitig mit dem Design zu übertreffen. Also das ist jetzt hier auch wieder ein sehr schick designter Supermarkt. Die Waren sind richtig geil. Guckt euch das mal an, hier so eine Ananas, ne? Wie schön das alles präsentiert ist. Also, ich finde es richtig schick. Auch da hinten das Obst und Gemüse und so. Oder hier, guckt mal. Das sieht doch richtig lecker aus, oder? Also hier würde ich gerne kochen und einkaufen. Also hier würde ich nicht gerne kochen, sondern hier würde ich gerne einkaufen. Mini-Äpfel. Aus Belgien. Ja, na klar. Woher sonst? Also das sieht echt richtig gut aus hier. Dieses ganze Obst und Gemüse. Guckt euch mal das an hier. Wow. Schick, oder? Also hier auch wie die Äpfel sortiert und gestapelt sind. Die wissen, wie es geht, ne? Und dann die Regale immer sehr voll, sehr hoher Warendruck hier. Hier liegt nichts einfach so rum. Also das gefällt mir sehr gut. Das sieht also ein bisschen aus wie auf dem Marktplatz, ne? Was du da? Bittergurt. From Indien. Ah, natürlich. Die sehen so cool aus. Guck dir das mal an. Ja. Oder? Ja. Extrem. Oder die hier. Das ist Pumpkin. Ja, du weißt schon. Was ist denn auf Deutsch? Kürbis. Kleiner Ausflug in die Schoko Avenue. Sehr nett präsentiert, also. Wir sind ja jetzt schon eine Woche hier und alter Schwede, wir sind ja echt schon ein paar Meilen gelaufen und irgendwann muss man sich auch mal ein bisschen Entspannung gönnen. Ne? So Fußmassage, ein bisschen Nackenmassage. Wir waren ja auch schon oben gucken, die Preise sehen echt gut aus. Und Marco war jetzt noch mal kurz oben und hat gefragt, ob die denn heute noch einen Termin frei hätten. Und mal Marco fragen, was sie gesagt haben. Und? Keine Zeit gehabt? Was ist denn los?
Das ist ein muslimisches Land. Ja, das ist richtig. Sie will mich nicht anfassen. Wie jetzt? Nein, hier werden nur Frauen massiert, keine Männer. Echt jetzt? Ja, Mann. Was denn das für ein Kack hier? Nur ich krieg eine Massage. Los geht's. Oh, du passt so lange auf Lotti auf. Gönn dir noch ein Stück Kuchen.